Deutschland? Ja oder nein? Warte auf diese Antwort. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe Kommentare der Woche. Ich freue mich auf die nächsten Minuten mit dir, Kommentare der Woche auseinanderzunehmen. Und wieder mal habe ich eine Best-of quasi zusammengestellt. Kurz, knapp, präzise und werde darauf auch meine Antworten darauf geben, falls es sich lohnt. Also dementsprechend bleib unbedingt dran. Und mit der Frage Deutschland, ja oder nein, das schreibt der innere Seelenfrieden, sagt er oder sie, ich nehme die dritte Antwort. Deutschland, ja oder nein? Nie wieder. Roland schreibt in Bezug auf Deutschland, gibt nichts Besseres wie eine Ausbildung in Deutschland, habe selber bei einem großen Konzern gearbeitet. Ausbildungsvergütungen ab Mai 2024, erstes Ausbildungsjahr 1124 Euro, zweites Lehrjahr 1184 Euro, drittes Lehrjahr noch mehr und im vierten Lehrjahr sogar 1312 Euro. Eine duale Berufsausbildung. Make it in Germany, schreibt lieber Roland. Ganz klar, Deutschland hat auch seine Vorzüge. Wie ich es in dem einen Video auch gesagt habe, als Auswanderer ist es nicht immer so einfach, gerade wenn du Kinder hast. Was machen die Kinder nach der Schule, beziehungsweise wie ist der Ablauf und der weitere Werdegang der Kinder? Und dementsprechend macht das in dem Fall natürlich, wenn du für deine Kinder eine schulische und eine handwerkliche Ausbildung und weiterführende Ausbildung haben möchtest, professionell sozusagen, oder auch ein Studium natürlich, macht das in Deutschland meiner Meinung nach schon Sinn. Es gibt viele Menschen, die im Ausland gelebt haben und ihre Kinder dann quasi nach Deutschland schicken, damit diese dort studieren können. Also kann Deutschland an sich ja nicht so schlimm sein. In Bezug auf die Preisexplosion schreibt der liebe Chinate, kommst du Deutschland, hier alles kostet nix. Bezahle alles Deutschland. Also ich glaube, jeder hat das verstanden. Ganz klare Geschichte. Deutschland hat seine Vorteile. Ich habe es ja gesagt. Aber das macht natürlich auch nur einen Sinn, wenn du das so machen willst, wie auch der liebe Ginate hier schreibt. Wenn du Deutscher bist, dann hast du, glaube ich, nicht so leichtes Zuckerschlecken, wie jetzt, wenn jemand aus der Ukraine oder aus Afrika kommt. Dementsprechend wäre das für mich persönlich keine Option, mich irgendwo ins Bürgergeld oder sonst wo eintragen zu lassen. In Bezug auf die Aufenthaltsbestimmungen hier in der Türkei, ein ganz großer Tipp. Also, ich habe einen Deutschen geheiratet, aber halt mit Mavi-Card. Wir wollen alle die türkische Staatsangehörigkeit beantragen, damit wir kein Ikamet mehr beantragen müssen. Wollen bald auswandern. Also wenn du die Option natürlich hast, und es war ja eine Option, einen türkischen Staatsbürger sozusagen zu heiraten, dann wünsche ich dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg, viel Spaß, aber ich hoffe natürlich, dass das Ganze auch natürlich einen gewissen Sinn hat und aufgrund der Liebe natürlich geheiratet worden ist. In Bezug allgemein auf das Thema Auswandern in die Türkei gibt es auch hier viele verschiedene Antworten bzw. Kommentare. So schreibt Orhan zum Beispiel, sogar ich als Türke würde niemals für immer nach Türkei ziehen, obwohl ich eine Luxuswohnung habe. Toni schreibt, Markus, tue dir und deiner Familie einen großen Gefallen und komm nach Deutschland zurück. Er schreibt wirklich nach Deutschland zurück. Es wird alles noch schlimmer in der Türkei. Meine gesamte Familie lebt dort und sie sagen mir das Gleiche. Vielen Dank an euch beiden. Ganz klare Geschichte. Man muss natürlich hier seine eigene Erfahrung auch machen und ich bin froh, dass wir diese Erfahrung machen können. Und solange wir zumindest nicht rausgeschmissen werden von der Türkei, aufgrund der, wer weiß, was es noch für Gesetze kommen wird in Bezug auf die Ausländer, in Bezug auf die Aufenthaltsbestimmungen, werden wir erstmal hier bleiben, schauen uns das Ganze weiter an und werden dann natürlich im Laufe der Zeit schauen, und du kannst auch gerne dabei bleiben, wo es uns letztendlich hin verschlägt. Auch hier ein Kommentar in Bezug auf die Vorteile von Deutschland. Bin völlig deiner Meinung, schreibt PS. Wir haben auch ein paar Jahre im Ausland gelebt und viel gelernt. Fühlen uns in Deutschland viel wohler und erkunden erstmal die Heimat. Es gibt wunderschöne Ecken und wir sind immer, da steht eine 8, immer erstaunt, wie schön Deutschland ist. Ich kenne keine Regierung, mit der alle Menschen konform gehen. Wenn ich die Meckerei höre, in Deutschland sind nur miese und unfreundliche Gesichter zu sehen, dann fangt an und macht es besser. Geht entspannt durchs Leben und ändert was. PS, du bist einer der wenigen YouTuber, die nicht über Deutschland hetzen, sondern neutral berichten.
Andere wollen nur Leute locken, um mit Immobilien den Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Wenn man bedenkt, dass die Menschen in Deutschland nach dem Krieg geleistet haben, Hut ab. Die Nörgler jammern auf hohem Niveau, deren Großeltern wären entsetzt. Auch in Deutschland hat jeder eine Chance, was aus seinem Leben zu machen. Ganz klar, wir versuchen neutral, aber natürlich auch ordentlich zu berichten und natürlich aber auch das Ganze so ein bisschen auseinander zu friemeln. Und natürlich gibt es negative Videos oder auch positive Videos in Bezug auf die Türkei, in Bezug auf Deutschland und viele andere Themen auf dieser Welt. Und Leute, leider muss man das sagen, die Welt ist nicht nur ein Spielplatz. Es gibt auch wirklich schlimme Themen und die muss man auch beleuchten. Und dementsprechend ganz klar mein Statement, alle Länder haben ihre Vorteile, aber auch Nachteile. Und dementsprechend muss man immer seine eigene Erfahrung machen. Und es kann sein, dass es schön ist für einen selbst 3-4 Jahre in der Türkei oder sonst in irgendeinem Land. Und nach einigen Jahren eben ist es dann nicht mehr so stimmig, weil einfach dann eventuell die Scheuklappen oder einfach Sachen passieren oder auch auffallen, die einem vorher nicht passiert sind oder nicht aufgefallen sind. Und dementsprechend ganz klare Geschichte. Jeder macht seine Erfahrung. Vielen Dank auch für diesen Kommentar. Der liebe Thomas und die liebe Canan schreiben in Bezug auf Deutschland. Lieber Markus, 4 Tage zurück aus Alanya nach Koblenz und schon wieder Sehnsucht nach Türkei. Freuen uns schon wieder auf Oktober, auch darauf, einen kleinen schwarzen Straßenkater nach Deutschland mitzunehmen, der momentan bei Dr. Barisch in Mahmudlar in Quarantäne ist. Liebe Grüße nach Ober. Ganz genau. Vielen, vielen Dank, Thomas und Canan, für euer Statement. Ganz klar, ich wünsche euch eine gute Zeit weiterhin in Deutschland und aber auch in der Türkei, wenn ihr seid. Und klasse, vielen, vielen Dank, dass ihr euch um ein Straßentier kümmert. Richtig cool und dem ein schönes Leben macht. In Bezug auf die letzten Gesundheitskrisen des Landes schreibt Chichi Duessi: Wir sind auch alle ungeimpft und bleiben das auch. Meine Mom, sie ist inzwischen 76, hat sich vor 10 Jahren die Grippeimpfung geben lassen. Nach dem 2. Mal hat sie nur noch abgebaut, körperlich und geistig. Vorher ist sie mit mir und meinen 2 Hunden mitgelaufen und immer über 1 Stunde. Danach konnte sie nicht mehr. Kurzatmig gewesen und Blutdruckprobleme. Klammer, zu hohen. Und wenn sie sich mal erkältet hat, ist sie 2 Wochen flach gelegen. Die wollen uns nur ein Arzt-Abo anhängen. Ich war seit über 10 Jahren nicht mehr beim Arzt. Dazu frag mal die Menschen, die über 100 Jahre alt sind, warum sie so alt geworden sind. Was haben die 100-jährigen oder die über 100-jährigen Menschen gemacht, was die Masse nicht macht? Die über 100-jährigen, die sind nie oder nur super selten zum Arzt gegangen. Sehr merkwürdig. Oder wie findest du das? In Bezug auf die Corona-Maßnahmen schreibt Zuschauer: Seit den C-Maßnahmen gebe ich keinen Cent mehr aus. Gehe nicht mehr in Restaurants, gehe nicht ins Kino, schaffe mir keine Großanschaffungen mehr an und fahre nur noch 400 Kilometer im Monat mit dem Auto und nebenbei packe ich jeden Cent auf mein Sparkonto und werde alles ins Ausland investieren in Immobilien. Unterm Strich, das Leben sollte man auch bestmöglich noch genießen. Ich finde es klasse, wenn man für einen gewissen Zeitraum natürlich durchzieht, mal die Arschbacken zusammenkneift und dann durchgeht, ganz klar. Damit man dann natürlich im Endeffekt auch das Ziel erreicht. Wenn man aber natürlich sich abschottet von der Außenwelt und das Leben so nicht mehr genießt, meiner Meinung nach, dann ist das natürlich auch aus gesundheitlicher Sicht nicht das Beste. Und dementsprechend muss man wirklich schauen, ob das natürlich auch Sinn macht. Und dann die Frage, 400 Kilometer im Monat fährst du Auto, als Tipp, wenn du dir sowieso Gelder anschaffen willst und sparen willst, verkauf den Wagen, weil 400 Kilometer kannst du auch vielleicht mit Bus und Bahn fahren. Und dementsprechend pack das Geld von dem Auto auch noch zur Seite, damit du das Geld im Ausland für Immobilien, was ich gar nicht so schlecht finde, dann auch investieren kannst. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Eine Fatma schreibt: Deutschland völlig durchgeknallt, wird immer schlimmer. Geht alles in Richtung Sodom und Gomorra. Fehlt nicht mehr viel. Wirklich krass, bin sehr gespannt, ob du das ähnlich empfindest. Lass mir deine Meinung dazu auch in den Kommentaren da. Ist wirklich ganz, ganz krass.
Und tatsächlich geht es dann doch noch mal schlimmer, denn Frau Vintage schreibt, geht noch schlimmer, Altenheim, wo ich gearbeitet habe, wieder Maskenpflicht und Test. Bin nur froh, dass ich da nicht mehr bin. Das ist wirklich krass, weil das ist jetzt von dieser Woche, also von Ende Juli bis Anfang August, ein Kommentar. Wirklich heftig. Scheint da wieder mehr was zu kommen? Klaus Dieter schreibt einen Kommentar in Bezug auf seine Erfahrung, was passiert und vor allem welche Kosten auf einen zukommen, falls man mal ins Krankenhaus muss. In der Türkei. Heftig. Ich habe einen Deutschen flüchtig in der Türkei kennengelernt, der dort circa 1 Monat im Krankenhaus war. Die Kosten dafür circa 30.000 Euro. Der war privat versichert und das Geld hatte er. Er musste die Krankenhauskosten erst einmal selber bezahlen und hat das Geld dann später wiederbekommen. Ich hole mir vorm Urlaub einen Auslandskrankenschein, fahre mit diesem nach Alanya zur Krankenkasse und melde mich dort an. Sollte ich krank werden, egal warum, bin ich teilweise abgesichert. Ich habe Deutsche kennengelernt, die hatten nicht daran gedacht und mussten bezahlen. Also dementsprechend danke Klaus Dieter für diesen Tipp. Ganz klare Geschichte. Wenn du hier keine gute Versicherung hast aus dem Ausland und du solltest mal ins Krankenhaus gehen und einbehalten werden, dann hast du anscheinend wirklich starke finanzielle Probleme. Dementsprechend macht das Sinn, das Ganze natürlich entweder zu umgehen, aber Sicherheit gibt es halt niemals 100% oder dementsprechend natürlich gut vorzusorgen. Dementsprechend ganz viel Erfolg weiter. Ein letzter Kommentar ist gerade noch reingekommen, den ich unbedingt hier gerne reintragen möchte. Und zwar schreibt User, also anonym, auch: Hallo, wenn Sie mir Fragen beantworten, wäre sehr hilfreich. Erstens, wenn Pandemie und ansteckend ist, warum verweigert wird? Man schützt sich und anderen, zum Beispiel Zahnarzt, die tragen immer Maske. Diese Einstellung ist meine Ansicht falsch. Das ist schön, dass das deine Meinung falsch ist. Ich persönlich möchte keine Maske die ganze Zeit tragen. Ich möchte auch nicht, dass meine Kinder oder meine anderen Familienmitglieder eine Maske tragen müssen den ganzen Tag. Eine Maske ist ein Spuckschutz. Es steht auf den Verpackungen drauf, es stand zumindest drauf, schützt nicht vor Viren und nicht vor Bakterien. Es ist doch logisch, dass ein Zahnarzt quasi eine Maske auf hat oder auch ein Arzt bei einer OP, ein Chirurg, weil natürlich das ein Spritzschutz auch ist, wegen Tröpfchen, Blutspritzer und sonstiges, was da rumfliegt. Zweitens, wieso stellen Sie Lateinamerika als schlechte Land? Weil sie in Paraguay zurechtgekommen sind, also er meint, oder sie nicht zurechtgekommen sind. Südamerika-Ländern gibt Fiesta und Siesta. Da laufen Sachen langsam, das ist so. Klar, für die Lebensunterhalt verdienen möchten, ist schwer geschäftlich sich behaupten. Okay, also meiner Meinung nach, Paraguay kam für uns einfach nicht in Frage, nicht weil man da keine Geschäfte machen kann oder sonstiges, nein, weil uns das einfach nicht gefallen hat. Ja, es gehört ja auch viel mehr dazu, als nur ein Land auszuwählen, weil man da vielleicht weniger Steuern zahlt oder sonst was. Nein, die Lebensqualität ist einfach nicht so gegeben wie in anderen Ländern. Und in Bezug auf Fiesta und Siesta, das ist schon längst klar, dass es das gibt und das ist zur heißen Jahreszeit definitiv voll in Ordnung. Und dass wir Paraguay schlecht machen, nein, wir reden Paraguay nicht schlecht oder ich nicht, aber es ist kein Land für mich und ich kann auch niemandem empfehlen, dorthin auszuwandern. Aber es ist nur meine Meinung. Ja? Es muss jeder letztendlich seine eigene Erfahrung machen. Dritter Punkt: Wieso sind sie nicht einfach nach Uruguay oder Brasilien, Argentinien gegangen? Da ist etwas Schöne. Ich glaube nicht, dass du das beurteilen kannst. Warst du in Argentinien, Uruguay, Brasilien oder in Paraguay? Ich glaube eher nicht. Und für mich persönlich steht fest, dass Paraguay, Brasilien, Argentinien, das ist auch alles eine Suppe sozusagen. Südamerika, das ist nichts für mich. Natürlich gibt es da Unterschiede. Auch in Paraguay gab es natürlich Unterschiede. Es gab schöne Orte, nicht so schöne Orte, aber es war einfach nicht mein Ding. Weißt du, wie ich meine? Und dementsprechend Brasilien, genau dasselbe. Als ob man in Sao Paulo leben möchte oder sonst in so einer überbevölkerten Stadt. Das ist brutal. Nein, Argentinien konnte man rüber gucken. Zwar zur Covid-Zeit, konnte man nicht rüberfahren, sonst hätten wir das gemacht. Und dann noch ein ganz wichtiger Punkt. Glaubst du wirklich, dass ich von einem Land zum anderen reise, auch weil mir das Land nicht gefällt? Nein. Ich habe Kinder. Ich habe einen Hund.
Weißt du, wie ich meine? Also es geht gar nicht. Ich nehme die doch nicht überall mit, nur weil mir das nicht irgendwo gefällt. Dementsprechend haben wir in dem Fall Glück gehabt, dass das mit der Türkei alles super geklappt hat. Bis jetzt zumindest. Warum nach Türkei so große Entfernung? Echt? Also Deutschland, Türkei ist viel näher dran als Deutschland, Südamerika. Naja, das ist falsch gemacht. Naja, glaube ich nicht. Es sei, Sie können das erklären. Ja, habe ich gleich. Habe ich gerade. Viertens, es gibt überall in dieser Welt Probleme, deshalb ist sinnlos abzuhauen. Natürlich, klar, habe ich ja gesagt, es macht keinen Sinn, abzuhauen irgendwo hin in ein anderes Land, weil wenn es Maßnahmen kommt und sonstiges, wird es wahrscheinlich wieder weltweit sein. Wenn es kriegerische Auseinandersetzungen gibt aber, da werden nicht auf einmal Bomben überall zeitgleich fallen. Ja, es heißt zwar Weltkrieg, aber in Südamerika ist nicht eine Bombe explodiert. Zum Beispiel, ja, also wenn du Angst vor Krieg hast, ja, dann geh nach Südamerika. Aber beschwer dich nicht, wenn du von Mücken zerfetzt wirst und deine Lebensqualität bergab geht. Ja, das ist nur meine Meinung. Genau, zack. Aber ich gehe auch trainieren, McFit hier, sehr gut, sehr schön. Nein, ich bin kein Fitnesstrainer mehr. Die Zeiten sind vorbei. Jawohl, also, Sie sind schon ein Schlaukopf. Vielen Dank für diese Worte. Genau, das dazu, das wollte ich noch reinbringen. Vielleicht hat dir das Video gefallen, vielleicht war dein Kommentar auch dabei, dementsprechend danke ich dir für dein Statement. Und auch gerne bist du dazu eingeladen, die Videos anzuschauen, zu begleiten, aufmerksam anzuschauen, zuzuhören und natürlich das Ganze auch immer mal wieder zu hinterfragen und aber auch natürlich deine Meinung dazulassen. Und vielleicht schafft es ja auch dein Kommentar nächsten Sonntag zur 3. Ausgabe Kommentare der Woche dabei zu sein. Dementsprechend, wenn dir das Video gefallen hat, lass dem Video einen Daumen nach oben da. Lass dem Kanal gerne ein kostenloses Abo da und teile gerne diesen Kanal und vergesse nicht, die Glocke Ding Ding zu aktivieren. Ich freue mich auf den nächsten Sonntag. Dementsprechend bleib dabei. Gesund und munter. Beste Grüße, dein Markus aus Alanya.